Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Tipps, um Mauern zu basteln, habe ich euch ja schon in einigen Tutorials gegeben. Ich bin letztens aber über eine weitere Variante gestolpert, die ich extrem cool finde und euch natürlich direkt vorstellen möchte. Alles, was ihr braucht, sind kleine Dekosteine oder Granulat. Ich habe meine Steinchen in einem 1-Euro-Laden bekommen, aber natürlich gibt es sie auch online. Achtet nur darauf, dass die Steinchen wirklich klein bzw. nur ein paar Millimeter groß sind. Ansonsten benötigt ihr noch Backpapier, Stecknadeln, Holzleim und etwas, um eine Form bzw. einen Rahmen zu basteln. Ich nehme Hartschaumreste, aber natürlich könnt ihr zum Beispiel auch dicke Pappe verwenden. Schneidet euch zunächst eine ausreichend große Unterlage zurecht und bespannt sie mit Backpapier. Meine Mauern sollen etwa 10 cm lang werden, daher ist meine Unterlage rund 14 x 14 cm groß. Danach werden die Teile für den Rahmen zugeschnitten. Da meine Mauern, wie gesagt, 10 cm lang und 2 cm hoch werden sollen, sind die langen Rahmenbauteile rund 12 cm lang und 2 cm plus ein paar Millimeter hoch. Weiterhin braucht ihr noch seitliche Rahmenbauteile von derselben Höhe und der Dicke eurer geplanten Mauer. In meinem Fall rund 8 mm. Umwickelt dann die langen Rahmenbauteile stramm mit Backpapier und fixiert die Enden mit Stecknadeln. Steckt das erste lange Rahmenbauteil auf eure Unterlage. Legt dann passend zugeschnittenes Backpapier um ein seitliches Rahmenbauteil, platziert es am Ende des langen Rahmenbauteils und steckt es auf der Unterlage fest. Dann noch ein weiteres langes Rahmenbauteil dagegen setzen und am anderen Ende ein seitliches Rahmenbauteil anbringen. Fertig ist der Rahmen für eine Mauer. Ich habe das Ganze noch ein wenig erweitert, um auf einen Schlag direkt 5 Mauern produzieren zu können. Füllt als nächstes euer Dekogranulat in die Aussparung und drückt die Steinchen gut fest. Dann wird Holzleim mit Wasser angemischt. Verdünnt den Leim so weit, bis er dünnflüssig, aber immer noch weiß deckend ist. Quasi wie Milch. Mit einer Pipette wird dieser Leim-Wassermix dann tropfenweise auf den Mauern verteilt, um die Steinchen miteinander zu verkleben. Macht das am besten auf einer extra Unterlage, um eventuell herauslaufenden Leim aufzufangen. Denn mit dem Leim solltet ihr überhaupt nicht geizig sein, damit er wirklich überall hingelangt und alle Steinchen miteinander verklebt. Jetzt solltet ihr eure Mauern etwa 2 bis 3 Tage durchtrocknen lassen, bis der Wasseranteil im Leim komplett verdunstet ist. Denn dort, wo kaum Luft hingelangt, dauert dies extrem lange. Danach könnt ihr vorsichtig den Rahmen und das Backpapier entfernen. Denn dank des beschichteten Backpapiers kleben die Steinchen nur aneinander und nicht am Backpapier fest. Anschließend könnt ihr eure Mauern nach Wunsch auf Bases kleben und ganz nach Geschmack bemalen. Seid nur etwas vorsichtig, was die Wassermenge in eurer Farbe angeht. Denn bei zu viel Feuchtigkeit löst ihr den getrockneten Leim an und eure Wand fällt schlimmstenfalls wieder auseinander. Natürlich könnt ihr ganz zu Beginn auch wasserfesten Holzleim verwenden oder vor dem Bemalen dünnflüssigen Sekundenkleber über die Mauern geben. Aber wenn man vorsichtig ist, geht wie beschrieben auch alles mit ganz normalem Holzleim. Kleiner Tipp noch, natürlich kann man nicht nur einfache längliche Mauern, sondern auch komplexe Mauerformen produzieren. Da sind dem Steinmetz in euch keine Grenzen gesetzt. Tobt euch also aus und versorgt eure Miniaturen an diesem Wochenende mal mit nützlicher Deckung. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!